Guten Abend miteinander. Zum 7. Live-Talk hier im Winterkino. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie man nichts sieht vom Publikum. Das ist sehr positiv für uns hier, aber sonst würden wir auch auf den Rücken fallen, wenn wir sehen, wie viele Leute das hier sind. Ihr habt es gesehen, ein Weltstart. Paul Scher hat es gesagt, es ist nicht untertrieben. Ihr habt gesehen, wie viele Filme das Caroline mitgemacht hat. In Simbad, Der Spion, der mich liebte, Star Crash mit dem David Hasselhoff, den ihr auch gesehen habt. Und ich möchte ganz einen herzlichen Applaus nochmal für sie, dass sie heute oben hier gekommen ist. That's for you. We can take it off, that's better, yeah. So, a warm welcome here in Langenthal, Caroline. Thank you very much that you're here. I am so delighted to be here at your dream factory. When I came in, when I entered the building, it literally took my breath away. What an amazing building, what a wonderful, warm welcome, and you're a lovely bunch of people, you really are, and your passion is obvious. So it's my privilege to be here. I'm delighted. I will translate it all the time a little bit. Ihr habt es selber verstanden. Ich tue jedes Jahr, glaube ich, weniger übersetzen, weil ich könnte ja auch in Englisch. Als sie reingekommen ist, hat es ihr gefallen, die Halle. Wir haben schon vorher darüber geredet. Sie hat gesagt, so etwas ist in England nicht möglich. Das haben auch schon andere Gäste gesagt, die da waren. Und es war wirklich begeistert. So, Caroline, you're the first time in Switzerland, or have you been here before? I've been here a few times. I used to come here with my parents as a child, not to Basel or Basel, as you say, but I used to go to Lugano when I was young and walk the mountains. I'm a mountain girl. I love the mountains. I love your Alps. So beautiful. And it's nice to be back, I must say. I did a play, actually, in Geneva. Gosh, it must be about 15 years ago now, but I did a play, all in English. Also sie war schon in Lugano und, also im Tessin und in den Bergen sogar als Kind und hat auch schon in einem Stück mitgespielt, ein Zeitchen her, aber er hat gesagt, alles in Englisch. Also das zeigt, dass die Schweizer, die Swiss people, they speak perfectly English. I know. So then it works. That's great. I have some... I feel very ashamed. I can speak, je parle, mais très mal, un petit français, mais très mal. So, thank you. Parfaitement. I took this mask with me. I have to explain it to the people, but it's only just a second. That's a science fiction mask from a movie called Coneheads, and I tried to put it on my head for the live talk, but then my wife told to me that I don't do this. That's stupid stuff, you know. That's for my wife. It's very handsome. Yeah. But I think Melanie was right. You were right, Melanie. I think not a good idea. Next year I will do it. Ich wollte die Maske anlegen, weil Caroline auch in vielen Science-Fiction-Filmen gespielt hat, aber meine Frau hat gesagt, das machst du nicht, sonst gibt es etwas. Die könnt ihr vielleicht unten nachher schnell anschauen, das ist das Original. So, Caroline, yes. Let's go ahead with the interview. Okay. You know, prepared. We don't do prepared interviews. We like it just as it comes. Spontaneously. Yes. Okay, so my first question would be, it has to be, how was it to play a Bond girl? You know, be part of the Bond franchising with Roger Moore and all the Bond girls. How is this? This is an important point of your career, I suppose. Yes, I think it was. You know, I feel it was more mainstream. Before that, I'd been involved with quite a few films with Dracula and quite a lot of horror and Sinbad. So entering into a Bond franchise, as you say, it was very special. I didn't expect it at all. Cubby Broccoli called me. He knew he'd seen me in some work
that I'd done, and he just offered me the role immediately, which I was very delighted with. And I was also delighted that it was a small role. It was a little role that I could play with. She was a bit of a naughty girl, naughty but very nice too. And I had fun with her, and I had fun with Roger. He was just wonderful to work with. He's a very generous actor. Are you going to try and translate? Sorry. I can talk for England. I'm sorry, I just waffle on. No problem. I was just remembering, what do you mean with fun with Roger? You have to give an answer on this one. What do you think I mean? No, I mean making the movie, I would suppose. Yes. Absolutely. Absolutely. Then that's the good question. So, also es hat er sehr gefallen. Es hat er sehr gefallen, den Bond-Film zu machen und Teil von diesem ganzen Bond-Franchising zu sein. Auch sagt sie, wenn es eine kleinere Rolle war, aber es war eine wichtige Rolle für sie. Sie hat viele Leute, die unter euch wissen, dass sie die Dracula mit Christopher Lee hat sie mitgespielt und verschiedene Hammer-Horror-Movies, die in England sehr populär sind. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, ihr habt heute oben wirklich Gelegenheit, aus der ganzen Palette Autogramm zu kaufen und auch im Bond-Shop noch etwas zu kaufen und signieren. Die werden an keiner Convention die breite Palette von Fotos antreffen und auch nicht zu den Preisen, die wir hier haben. Das ist immer ein Special Deal, den wir machen für das Winterkino, weil ein Grossteil des Geldes geht für wohltätige Zwecke. Das tun wir von der Somprops Movie Collection dort rein spenden. Und das ist eine gute Sache, sicher. Das sind wir froh, wenn ihr das so unterstützt. So, before we come to a very special program point, first time here in the Winterkino, one question I would have. You have your own action figure, your own toy figure, action figure, one from Star Crash. Sie hat Actionfiguren von sich selber, das ist das, was ich schon lange wette und nie wird bekommen. Von Star Crash and from a small Naomi figure with a helicopter I saw in the internet from The Spy Who Loved Me. How amazing is that? It's quite bizarre, really. I saw they had told me that they wanted to do the Star Crash. Her name was Stella Star, and they wanted to recreate something. I tell you what, when I first saw her, she is rather lovely, but she's very Hollywoodized insofar as she looks like a Barbie. She's quite beautiful. I don't say she isn't, but she's quite exaggerated, if you know what I mean, in all the right places, I'm sure. My daughters took one look at it and they said, she's lovely, Mum, but she's not you. I said, well, hey, I quite like that anyway, you know. And the other one was a little Naomi figure, which was a metal figure, and that was to do with the car. It was to do with the car that shot me down. So. Yes, also es gibt zwei Figuren, eine grosse von Star Crash. The one from Star Crash is a new one, I suppose, yeah. Brand new. She's beautiful, she's lovely. I mean, no complaints. It's whoa. Jetzt ist eine Figur, die rausgekommen ist, gesagt, sie sieht zwar mehr aus wie ein Barbie, die alles an der richtigen Stelle hat, aber es ist sie vom Film. Und das Zweite ist eine kleine Figur vom James Bond Film, wo mittlerweile haben die grossen Sammlerwert, die Figuren. Das ist interessant. So, before we go to the special point that we prepared with the Bond Club, wir haben noch eine Überraschung für euch, eine kleinere. My last question, what would you tell to all the girls inside, yeah, maybe also to the guys, but you know, to be Bond in a future movie would be hard, but to all the girls who wants to be a Bond girl in future, participate on a movie. Für alle Frauen unter euch und jüngere Damen auch noch, wenn ihr mal ein Bond-Girl spielen in einem zukünftigen Film, dann müsst ihr jetzt zulassen. Jetzt kommen ein paar Tipps. What would you tell them? What would I tell them? Well, I would say that if I could do it, I've seen some beautiful-looking ladies and some intelligent ladies out there. So I'm sure if I can do it, then certainly a lot of you can do it, that's for sure. It's hard work. It's like any job. It's a job. And all the Bond ladies that I've met, and I've met quite a few of them, are very, very kind of unique. I mean, they look lovely, but they're also bright and fascinating women, strong women. And you started your career with 16, I read. Is it right? Career
I did actually. That's very young. I got booted. I got kicked out of school. I'm very dyslexic, so reading and studying was quite tricky for me. But I wasn't stupid. But they decided I'd had enough at school. And then I went to art school and studied art for a bit. And then a photographer at art school took some photographs and he sent them to a magazine. And then it started. And then a little bit started. That's cool. So, sie sagt auch, das ist auch wenn man das Bond gehört, ist ein harter Job, Schauspielerei. Das haben wir, glaube ich, von allen Gästen schon gehört. Das ist nicht irgendwie nur ein Vergnügen, natürlich auch, aber es ist auch ein harter Job, ein Knochenjob. Und sie hat mit 16 angefangen, wo ein Fotograf Fotos von ihr gemacht hat und geschickt hat in die Agentur. Und dann ist das Ganze ein bisschen ins Rollen gekommen. So, ich glaube, wir haben einen Einblick bekommen in ihr Leben, auch mit dem Kurzfilm. Danke auch im Macher von diesem Kurzfilm. Im anderen ist schwierig. And thank you very much, Caroline, for having you here. Before we finish the live talk, I would ask the president of the James Bond Club to bring the stuff we need. Wir haben noch etwas vorbereitet. Wir machen mit dem Bond Club zusammen noch einen exklusiven Hollywood-Handabdruck von der Caroline. Die alle zusammennehmen von den Bond Girls. Kommen nur in den Lichtkegel. We haven't done this before, so there's no rehearsal involved. So wait and see what happens. I don't know, that's for sure. But thank you very much. Lovely to see you. So we're going to go and do it now. This is Marcus, by the way. Lovely to meet you again. See you. So then we... Yes. Das ist das erste Mal, wo wir also so etwas live machen. Das ist immer... Ich eigentlich gerne nichts sagen, aber das ist eben das passiert, wenn man nicht abgesprochen hat. Der Abdruck, den wir heute mit der Caroline machen wollen, der geht auf die Schildhorn. Dort haben sie im Juli den weltweit ersten Walk of Fame eröffnet für Leute, die in den James Bond Film mitgemacht haben. Wir sind bei der Eröffnung dort gewesen. Und Caroline wird die nächste sein, die dort verewigt wird. I didn't even tell you before, but your hand and fist print is going to be for eternity to the Schildhorn, to the mountains that you like so much. To the first 007 Walk of Fame. It's on Schildhorn. There was a big opening in July, and you're going to be next. So for the generation to see, for your family, your grandkids, kids, they always have something to look after. And we're going to try it now. We're going to try it. Okay. Also, jetzt... Jetzt müssten wir einen Trommelwirbel haben, aber da müsste ich einen singen. Aber die könnt ihr noch mal einen klatschen. Wir probieren das. No problem. Yes, no problem. Ich kann ja das Mikrofon nebendran haben, vielleicht hört man etwas. And you try to put your whole hand like this, and I will help you a bit, right in the middle. Yeah, and you say if it hurts, you tell me. Du musst ein bisschen die Hand abdrücken. Da. Wow. Is it okay? It's fine. No. So I can do it more? Harder? Yeah, harder. It's fine. I don't want to hurt your special guest. No, it's fine. Es sieht also sehr gut aus. Wenn wir die Hand wieder rausbringen. Nachher machen wir noch schnell einen Fußabdruck. Also es sieht gut aus. That looks perfect. Yeah. Also das zeigen wir schnell. Seht ihr etwas? Yes, perfect. Okay, so Caroline, thank you that you did this with us. Such jokes. Thank you very much. Thank you that you Enjoy have. the film. Have a wonderful, wonderful evening, and thank you for coming to see us all. Und können in der Pause noch mit ihr ein bisschen reden und machen. Sie freut sich. Merci vielmals und einen schönen Abend.